Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die Impfung gegen Covid-19. In vielen Wohnheimen, in denen auch Menschen im Autismus-Spektrum leben, stehen nun die Impfungen gegen Covid-19 an. Viele Menschen im Autismus-Spektrum, die in Wohnheimen leben, haben zusätzlich eine Intelligenzminderung. Das heißt, sie auf diese Impfungen vorzubereiten, ist eine besondere Herausforderung. Ich bin gefragt worden, welche Ideen ich habe, damit diese Impfung gelingen kann. Und in der Zwischenzeit haben einige Eltern meine Ideen noch ergänzt, sodass ich mich entschlossen habe, einen Film, der eigentlich schon fertig gedreht war, noch einmal neu aufzunehmen und Ihnen auch diese Ideen mitgeben zu können. Insgesamt ist es ein Paket an Maßnahmen, das helfen kann, dass diese Impfung gelingt. Und dieses Paket an Maßnahmen hat im Grunde 3 wichtige Säulen. Die erste Säule heißt vorhersehbar machen. Und bei diesem vorhersehbar machen haben wir A, das vorhersehbar machen des Ablaufes und B, das vorhersehbar machen während des Impfprozesses. Zu A, wie kann man jemandem den Ablauf einer Impfung vorhersehbar machen? Ja, nutzen Sie dazu Bilder, Fotografien, sorgen Sie dafür, dass der Mensch, der geimpft werden soll, genau den Ablauf kennt. Also was wird in welcher Reihenfolge passieren? Wahrscheinlich wird man sich dazu vorher mit den Impfteams auseinandersetzen müssen, um das zu erfahren. Sie können soziale Fotogeschichten nutzen oder Comic-Stripes. Sie können dazu Social Stories anfertigen. Sie können es versuchen, indem Sie dieses Geschehen simulieren, also Rollenspiele dazu machen. Natürlich nehmen Sie keine richtige Impfnadel und stechen in die Haut, aber man kann in der Apotheke auch solche Spritzen ohne Nadel bekommen, mit denen man das ein bisschen simulieren kann. Das zweite ist das Vorhersehmachen während der Impfung. Eine Mutter hatte die Idee und hat gesagt, also wir sagen, wir zählen bis 10 und dann ist es auch vorbei, sodass für den Menschen klar wird, wie weit bin ich denn jetzt in dem Geschehen und wann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Die zweite wichtige Säule ist die Motivation. Aus welchem Grund soll ich dieses aufregende Geschehen über mich ergehen lassen? Jetzt möchte ich überhaupt nicht pro und contra Impfung sprechen, sondern wenn die gesetzlichen Betreuer oder die Person selber entschieden hat, diese Impfung wird stattfinden, dann soll diese Impfung stattfinden. Aber wie können wir die Person motivieren? Ich nenne das immer pädagogische Schatzkiste und sage, wir müssen uns überlegen, was ist denn für diese Person ganz wichtig? Das kann also bedeuten, dass man in Aussicht stellt, wenn die Impfung geklappt hat, dann kannst du ein Eis essen. Oder wenn die Impfung geklappt hat, dann kannst du dir ein Video anschauen über das Lichtsignal an einem beschränkten Bahnübergang. Oder wir lassen die Waschmaschine schleudern und du darfst den Schleudergang anschauen. Also was immer diesen Menschen sehr interessiert, wir brauchen seine Motivation. Die dritte Säule heißt Ablenkung während des Geschehens. Darf die Person eventuell während der Impfung ein kleines Filmchen anschauen oder sie halten das Lieblingsbuch, damit er sich die Seiten mit dem Bagger ansehen kann. Also was ist möglich an Ablenkung, damit sich die Person nicht so sehr konzentriert auf diesen kleinen Einstich. An der Stelle sind natürlich auch Möglichkeiten, ärztliche Möglichkeiten gegeben, um den Schmerz etwas zu mindern. Also mit einem Eisspray oder einem Pflaster, was vorher aufgegeben wird, was die Stelle ein bisschen betäuben kann. Wir brauchen also insgesamt ein Paket, was sowohl die Vorbereitung als auch die Begleitung des Impfprozesses betrifft, damit sich die Chance erhöht, dass auch die Menschen im Autismus-Spektrum, die sinnvollerweise geimpft werden können.
Selbstverständlich wird es auch Menschen im Autismus-Spektrum geben, für die diese Impfung überhaupt gar kein Problem darstellt. Denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.